Wer mich kennt, weiß, dass ich ab und zu einfach mal dem Kaufrausch verfalle und mir dann Dinge kaufe, die ich mir vielleicht unter normalen Umständen nicht sofort gekauft hätte. So habe ich beispielsweise, das wisst ihr ja, seit dem Launch des Labels eine vollständige Arrow-Videosammlung in meinem Regal. Aber ich habe natürlich in erster Linie nur die britischen Arrow-Video-Veröffentlichungen, weil man diese, es ist der 8. Februar 2020, noch zollfrei bekommen konnte. Im Gegensatz zu den Titeln, die exklusiv in Amerika bzw. Kanada erschienen sind, die man sich natürlich über die dortigen Amazoner auch relativ einfach bestellen kann, wo aber natürlich dann durch die ganzen Nebengebühren das Ganze relativ teuer wird. Deswegen habe ich da die dortigen Arrow-VÖs eigentlich bis jetzt weitestgehend ausgespart, habe mir allerdings jetzt gedacht, fuck's sake, bevor da irgendwas ausverkauft ist und man sich dann wirklich schwer tut, das noch zu bekommen. So bin ich zum Beispiel extrem froh, dass ich mir damals die amerikanischen Django-VÖs von Arrow Video direkt vorbestellt habe, weil das ist wahrscheinlich so ziemlich das Wertvollste, was es in meiner Sammlung gibt. Jetzt habe ich allerdings einmal aufgeräumt und habe mir bis zum aktuellen Datum alle Titel geholt, die es in Amerika und Kanada exklusiv von Arrow Video gibt. Und da möchte ich jetzt einmal reinschauen. Beispielsweise gibt es hier die Filme von Valerian Borowczyk, zum Beispiel Dr. Jekyll and Mrs. Osborne. Okay, ich habe nicht gewusst, dass die Familie von Ozzy Osbourne auch im Filmbusiness vorhanden ist, aber gut, wenn ich dieses Cover Artwork so sehe, dann will ich ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie der Film an sich aussieht. Aber das ist zum Beispiel einer der Filme, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist der, nämlich gemeinsam mit The Beast und Immortal Tales, zwei weiteren, muss man wirklich an der Stelle ganz ungeniert dazu sagen, potthässlichen Blu-rays, in England zwar auch von Arrow erschienen, dort allerdings von Arrow Films und nicht von Arrow Video. Und wer mich kennt, weiß, ich sammle Arrow Video und nicht Arrow Films. Für mich war es damals eigentlich eine relativ coole Sache, wie ich erfahren habe, dass diese Filme in England quasi vom, unter Anführungszeichen, falschen Arrow erscheinen. Oh wow, da waren wir bei den Covers so kreativ, dass man dasselbe Motiv nehmen musste, nur mit dem Originaltitel drauf. Juhu, da merkt man ja richtig, wie viel Liebe hinter diesen Filmen steckt oder alternative Artwork. Das weiß ich ja noch, dass Arrow Video damals mit diesen Fensterschubern und 4 alternativen Cover-Artworks deswegen aufgehört hat, weil sie bei Titeln wie The Exterminator einfach keine 4 verschiedenen Motive gefunden haben und deswegen quasi dasselbe Motiv halt aus 4 verschiedenen Ländern mit alternativen Schriftzügen nehmen mussten und das wollten sie auf Dauer dann nicht. Aber natürlich gibt's auch bei den amerikanischen Arrow Video Blu-rays Booklets mit dabei, mit tatsächlich sogar einer Einführung vom Regisseur persönlich, aber trotzdem war ich dann relativ überrascht, wie ich erfahren habe, dass diese Filme eben in Amerika tatsächlich von Arrow Video erschienen sind. Und das waren ja, muss man zugeben, Releases, wo man das gar nicht so leicht herausfinden konnte, weil eben, wenn in England von Arrow Films veröffentlicht, war es teilweise eben aufgrund der Vorschaubilder bei diversesten Shops jetzt gar nicht einmal so eindeutig, ob die amerikanische Version dann wirklich von Arrow Video oder vielleicht auch von Arrow Films oder einem anderen Sublabel erschienen ist, was unter normalen Voraussetzungen, und das weiß ich, natürlich absolut komplett blunzendrecks egal ist. Aber für den Fall, dass man tatsächlich eine komplette Sammlung von Arrow Video haben will, einem aber die Filme per se in diesem Fall relativ wurscht sind, muss man schon dazu sagen, dass es eine tatsächlich wirklich wichtige Information ist, weil eben davon abhängt, kaufe ich das Zeug jetzt oder kaufe ich das Zeug jetzt nicht? Offensichtlich eine Frage, die sich diese Dame auf dem Cover hier auch gerade stellt, abgesehen natürlich von den ganz anderen offensichtlichen Fragen, die sie sich gerade stellen könnte, wenn man einmal nur kurz wirklich genießt, wie sie gerade reinschaut. Beziehungsweise, wenn man wüsste, wie ich hier hinter der Kamera sitze, würde es noch lustiger für euch sein, zu wissen, wo sie gerade hinschaut. Naja, dann verstehe ich den Blick auch wieder. Anyways, der nächste Film von Valerian Borowczyk, der eben in England nicht von Arrow Video veröffentlicht wurde, sondern von Arrow Films, ist hier auch in einer
Direct-to-Disc Edition verfügbar. Auch in diesem Fall offensichtlich absoluter Covermangel. Der ist ja, glaube ich, bei uns von Bildstörung oder so als mehr oder weniger DVD oder Blu-ray im DVD-Size Schuber sonst irgendwas erschienen. Was ich an der Stelle allerdings nur relativ interessant finde, ist, dass dieses Mal kein Booklet mit dabei ist. Da stellt sich fast die Frage, ob es sich dabei nicht vielleicht um irgendeine Neuauflage von dieser Blu-ray handelt, weil ganz ehrlich, bei Dr. Jekyll und Miss Osborne war eine dabei. Schauen wir mal, wie das bei Immortal Tales ist. Da ist tatsächlich auch ein Booklet mit dabei. Das muss ich ja eigentlich dann fast bei Amazon.com reklamieren. Ich muss da tatsächlich dann, ach ja, natürlich, es steht hier Disc Packaging and Artwork 2019. Bin ich also offensichtlich schon einmal eingefahren, habe ich offensichtlich bei einem Titel schon einmal zu lange gewartet und habe dann tatsächlich nur mehr eine Neuauflage bekommen. That fucking sucks! Aber wer weiß, vielleicht kann ich das bei einem Film, der mich so wenig interessiert wie The Beast, fast vergessen, ignorieren und mir denken, ja, okay, passt, solange du hast, kannst du deine Sammlung nach wie vor als vollständig ansehen und das passt, weil auch hier zum Beispiel mit dem Original-Poster-Artwork ist das nicht hässlich. Als Wendecover ist auch hier Immortal Tales eigentlich herzlich unspannend ausgestattet. Dafür habe ich auch in dem Fall tatsächlich wieder die Erstauflage, die ich eigentlich immer haben sollte, mit einem Booklet mit dabei. Ich glaube, ich habe genug Filme gesehen, um zu wissen, where this is going. Auf jeden Fall, guten Tag, da der dritte Borowczyk-Film, der mich gar nicht interessiert. Aber zum Glück kommen jetzt dann Titel, die es eben exklusiv bei Amazon.com und Kanada gab, die mich tatsächlich interessieren. Einerseits natürlich Sergio Martinos absoluter Kultstreifen Torso, wo ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sogar irgendeinen Vinyl-Soundtrack von Arrow habe, aber nagelt mich nicht drauf fest. Hier in dem Fall wirklich ein Cover-Artwork, das mir persönlich relativ gut gefällt. Sie, die offensichtlich versucht, sie nachzuahmen vom Blick her, aber das Ganze in einer ein bisschen prekäreren Situation passiert, sieht meiner Meinung nach in Sachen Cover-Artwork dann auch irgendwie relativ schick aus. Natürlich das Backcover, wie von Arrow Video gewohnt, einerseits absolut unspannend. Dafür sind in dem Fall aber zwei Fassungen von dem Film mit an Bord, nämlich die 94-minütige italienische Fassung und die 90-minütige englische Fassung. Das ist eine coole Sache. Und eben wahrscheinlich aus lizenzrechtlichen Gründen in England nicht erschienen, weil ich glaube, dort ist Torso von einem anderen Label erschienen. Außerdem natürlich dann hier noch das italienische Original-Artwork im Wendecover. Natürlich in dem Fall auch das komplette Wendecover dann mit einer anderen Farbgebung, sodass da zumindest alles schön zusammenpasst. Dann gibt's natürlich auch hier ein Booklet, wo man echt sagen muss, das Frontcover vom Booklet sehr, sehr schön im selben Stil gehalten wie das Keepcase Artwork, aber ein eigenes, neu gezeichnetes Motiv, eben passend zu dem Release und zu dem allgemeinen Look von dem Release. Auch hier auf der ersten Seite vom Booklet quasi eine neue Zeichnung und da dann halt das Recycling, was ich aber eigentlich ziemlich cool finde. Dazu gibt's dann natürlich wieder ein bisschen Text zum Film, einige Bilder aus dem Film. Das ist so, wie man es von Arrow Video gewohnt ist, meiner Meinung nach eine absolut coole Ausstattung. Dazu gibt's dann wiederum einen komplett anderen Film als nächstes Kontrastprogramm, nämlich mit dem immer großartigen Willem Dafoe in der Hauptrolle. Und ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie oft ich diesen Scherz schon gemacht habe, aber wusstet ihr eigentlich, dass als erste Rolle, als erster Schauspieler für die Hauptrolle in Blade Runner gar nicht Harrison Ford vorgesehen war, sondern Willem Dafoe, dass sie ihn dann allerdings ausgetauscht haben, weil sie gefunden haben, auf dem Filmplakat wirken die Wörter Dafoe Runner nicht wahnsinnig beeindruckend. Anyways, von Catherine Bigelow und Monty Montgomery erscheint hier The Loveless mit einem absolut großartigen Cover-Artwork, wo ein offensichtlich grantiger Willem Dafoe auf einem nicht ganz so grantig wirkenden Arnold Schwarzenegger aus Terminator 2 schaut.
oder so ähnlich. Das Einzige, was ich nicht ganz verstehe, ist, warum sein Motorrad hier unten Zähne hat. Das könnte fast irgendeine kranke Stephen King-Verfilmung sein. Aber wir bekommen da eigentlich auch ein recht schickes Design und recht schickes Artwork. Können beispielsweise nachlesen, dass der Film tatsächlich schon aus dem Jahr 1981 ist und eben in England, wenn mich jetzt gar nicht alles täuscht, gar noch nicht erschienen ist. Da gibt's ein wunderschönes Motiv, finde ich, eben angepasst aus dem Frontcover auch auf der Disc. Dazu dann ein alternatives Wendecover, das, sagen wir mal, alles andere als hübsch ist, ehrlich gesagt. Ich meine, gut, mein Stil ist es nicht, dass so ein, muss man fast sagen, schemenhaft dargestellter Elvis Presley-Imitator hier Front and Center zu sehen ist. Dafür finde ich allerdings das Design vom Booklet absolut großartig. Das ist diesmal ein bisschen schmäler. Wir sehen da die Inspiration für das Frontcover-Artwork. Dazu dann natürlich noch ein bisschen Text über den Film, ein paar Bilder aus dem Film. Das Ganze eigentlich wieder recht schick und recht nett gemacht, aber auch ein eher schmäleres Booklet für Arrow-Video-Verhältnisse. Dafür machen wir dann gleich weiter mit einem Film von Andrea Bianchi mit Edwige Fenech, der Strip Nude for Your Killer, der, wo ich sogar noch weiß, dass ich aus England die DVD von Shameless in meiner Sammlung habe, wo es gibt auch eine deutsche Version, aber mir fällt gerade ganz ehrlich gesagt der deutsche Titel nicht ein. Auch hier eigentlich ein wunderschön neu gezeichnetes Artwork. Ich müsste lügen, wenn ich sage, es ist definitiv von Graham Humphreys, aber es sieht auf jeden Fall nach Graham Humphreys aus, beziehungsweise vielleicht nach einem Zeichner, der in seinem Stil auch arbeitet, aber das ist eigentlich ein wirklich schönes Motiv und wo man auch sagen muss, ja, ich glaube, ich verstehe, warum es absolut, Graham Humphreys, dass es wirklich absolut notwendig ist, das auch in der eigenen Sammlung zu haben, damit man das schön archivieren kann. Strip, Nude per Assassino. Ich weiß, dass mir der Titel bekannt kommt, ich weiß, dass mir auch das gebrochene Case hier ein bisschen bekannt vorkommt, aber diesmal sogar, muss man sagen, noch ein wirklich schickes, alternatives Plakatmotiv, wo mich ein bisschen dieser Rahmenlook, diese Rahmenoptik stört, aber ansonsten eigentlich wirklich schön. Dafür bekommen wir natürlich standardmäßig von Arrow Video auch in diesem Fall ein Booklet, über das sich wahrscheinlich YouTube hier nicht besonders freuen würde, für den Fall, dass mir endlich einfällt, wie der Film auf Deutsch heißt, weil das ist auch einer, ich glaube, der ist in der Eurocult Collection von X-Rated auch erschienen, aber es will mir einfach nicht einfallen. Aber wahrscheinlich hat irgendein aufmerksamer Zuschauer sowieso schon 20 Mal den Titel in den Live-Chat von dem Update oder in die Kommentare von dem Sammelsurium-Clip gepostet. Dafür machen wir an der Stelle weiter mit The Big Feast. Da bin ich ehrlich gesagt gespannt, was dann der Unterschied ist zwischen The Big Feast und The Big Blood Feast. Aber ich kann es mir ungefähr vorstellen, dass in dem Film, übrigens mit Marcello Mastroianni in der Hauptrolle, ein absoluter Kultfilm, der finde ich hier von Arrow Video auch ein wirklich absolut wunderschönes Cover-Artwork spendiert bekommen hat. Definitiv das beste Design und das beste Artwork, das dieser Film bislang jemals bekommen hat, wo ich mich dann natürlich eben auch freue, dass das die Version ist, die ich da in meiner Sammlung haben darf. Auch in dem Fall gibt es natürlich einiges an Bonusmaterial, diesmal sogar auch wieder ein Blu-ray plus DVD Double Feature. Wobei man auch sagen muss, dass dieses alternative Poster-Artwork, das hier zu sehen ist, auch, finde ich, absolut großartig ist. Und finde ich ein bisschen besser fast noch den Spirit der damaligen Filmzeit einfängt. Dafür gibt's, finde ich, dann auch auf den beiden Discs, hier zum Beispiel die DVD, hier dann die Blu-ray, eigentlich ziemlich coole Designs. Dasselbe, das wir dann nämlich auch auf dem Booklet vorfinden, das es natürlich auch bei diesem Titel wieder gibt, wo man sagen muss, Schwein gehabt. Eigentlich wirklich absolut potthässlich gezeichnet, aber irgendwie auch in einem putzigen Stil, der mir sehr gut gefällt. Auch hier finde ich das Booklet eigentlich generell sehr schön aufbereitet mit eben
wie von Arrow Video gewohnt, einigen Texten rund um die Entstehung des Films beziehungsweise Essays über den Film, dazu noch ein paar Bilder, sehr, sehr schick gemacht. Dann wartet hier ein weiterer Giallo auf uns, nämlich Aldo Lados Who Saw Her Die. Auch hier mit einem neuen Artwork, das ich aber fast ein bisschen komisch finde, weil es irgendwie wirkt wie hier oben eine Mischung aus Fotos, die einfach nur farblich angepasst wurden. Das mag nicht einmal die neue 4K-Kamera. Und hier unten dann etwas offensichtlich gezeichnetes. Ist ehrlich gesagt ein Motiv, das ich irgendwie just a little bunch of everything finde. Nichts, das mich da tatsächlich designtechnisch wirklich unbedingt Viere haut. Dafür bekommen wir natürlich auch hier eine neue Abtastung von der italienischen Originalfassung des Films. Da haben wir natürlich auch noch Musik von Ennio Morricone mit an Bord, was ich ziemlich cool finde. Es gibt hier diesmal kein Double-Disc-Set, keine DVD, dafür allerdings auch hier wieder mit dem Originaltitel ein, muss man an der Stelle wirklich sagen, wunderschönes Wendecover, wobei ich es tatsächlich bei einer amerikanischen Blu-ray-Veröffentlichung trotzdem irgendwie ein bisschen Arsch finde, wenn da der italienische Originaltitel steht, weil das dann meiner Meinung nach ein bisschen gegen die Einheitlichkeit im Regal ist. Hier haben wir dann, finde ich, wieder ein absolut cooles und eben auch schön durchgehendes Motiv als Cover-Design vom Booklet. Das Booklet ist diesmal mit über 35 Seiten eigentlich sehr, sehr schön umfangreich ausgefallen, ist das gruselig, auch dieses Mal wieder einiges an Text gepaart mit ein paar Bildern aus dem Film, was ich persönlich eigentlich ziemlich cool finde. Und last but not least, ein Film, wo ich sogar in meinem Arrow-Video-Komplettismus-Drang länger überlegt habe, ob ich mir den hole, weil Keoma mit Franco Nero ist hier in Amerika von Arrow Video einzeln auch als Blu-ray erschienen, war allerdings auch genau der Bonusfilm, der bei ihrer Django Blu-ray dabei war. Das heißt, ein Film, oder genauer gesagt eine Blu-ray, die ich exakt in dieser Form schon in meiner Sammlung habe, aber meiner Meinung nach ist es, wenn man ein Arrow-Video-Komplettist ist, schon notwendig, dass man jeden einzelnen Titel in der Sammlung hat. Und wenn dann irgendwann einmal ein Bonusfilm extra erscheint, dann finde ich, muss man den fast haben. Vor allem, wenn eben Keoma auch hier auf der amerikanischen Blu-ray mit absolut großartiger Bildqualität erscheint, mit absolut großartigem Cover-Artwork erscheint, das hier auf der Blu-ray sich, finde ich, wirklich echt absolut großartig macht. Das ist eine feine Sache. Noch dazu gibt's dann hier im Inneren noch ein alternatives Wendecover-Motiv, das finde ich in Sachen Großartigkeit dem anderen Frontcover-Motiv wirklich um nichts nachsteht, genauso wie das Booklet-Artwork, das ich ebenfalls absolut phänomenal finde in diesem Fall. Und außerdem, mein ganz ehrlich, Enzo Castellari und Franco Nero sind schon Namen, die mich eigentlich dazu verleiten können, Dinge zu kaufen. Dazu gibt's ein, muss man an der Stelle auch sagen, wirklich wunderschön aufbereitetes Booklet, wo man, hoppala, auch diesmal finde ich wieder so den Stil des Films hervorragend eingefangen hat, allein wie man da die Bilder eingerahmt hat, dazu dann natürlich noch massig Text rund um den Film, rund um dessen Produktion. Das ist etwas, das mir persönlich wirklich gut gefällt, dazwischen immer wieder einige gezeichnete Motive eingestreut. So muss man meiner Meinung nach echt sagen, dass das ein wirklich gelungener, wirklich cooler Release von Arrow Video ist, wo ich jetzt dann echt froh bin, dass ich langsam aber sicher einmal zumindest die bislang erschienenen exklusiven Amerika- und Kanada-Titel von Arrow Video jetzt auch vollständig in der Sammlung habe.